noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen. Aber ihr seid geheiligt. Aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, hier ist, aber es ist nicht alles nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Die Speisen den Bauch und der Bauch den Speisen, aber Gott wird diesen und jenen zunichte machen. Der Leib aber nicht durch Hurerei, sondern dem Herrn. Und der Herr dem Leibe. Gott dem Leibe. Gott aber hat den Herrn auferweckt, wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich nun die Glieder Christi nehmen und Glieder einer Hure daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, der ist ein Leib mit ihr? Denn es werden, spricht er, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Fliehet die Hurerei. Jede Sünde, die der Mensch tut, ist außerhalb seines Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt gegen seinen eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott, und seid nicht euer selbst. Denn ihr seid teuer erkauft. Darum, so preiset Gott mit eurem Leibe, mit eurem Geiste, welche sind Gottes. Beten wir. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Gnade. O Herr, es zu besingen, o Herr, zu hören, davon zu predigen, o Vater, wird nie alt. Sondern, o Vater, je mehr man das hört und predigt, o himmlischer Vater, desto süßer ist sie. Die wunderbare Gnade Gottes. Und ich danke dir, o Vater, wegen deiner Gnade stehe ich hier heute. Bin ich hier heute. O Vater im Himmel, aus Gottes Gnade bin ich, was ich bin. O himmlischer Vater, ich will, dass die Gnade noch mehr wirkt. Und o Herr, noch mehr wirkt heute Abend in dein Volk. Und so, himmlischer Vater, weil du gnädig bist, o Herr, gib noch die Chance, dass man einfach zu dir kehrt und dich liebt, von ganzem Herzen, Seele und Gemüt. Und o Vater im Himmel, dass wir gehen dorthin, wo wir sein sollen, o himmlischer Vater, auf höheren Grund. Und wir bitten in Christi Namen. Amen. Können wir ruhig sitzen. Zu Himmel schaue ich empor, wo man dich preist im höheren Chor. I'm doing higher ground if it's in an English book and you can just read it with. Da wird in mir die Sehnsucht kund, Herr, stelle mich auf höheren Grund. Nach dir verlangt mein Herz, zieh mich, Herr Jesus, himmelwärts. Nur so wird Geist und Sinn gesund, Herr, stelle mich auf höheren Grund. Anbetung gibt es für den Geist, der sich dem Irdischen entreißt. Drum flehe ich zu jeder Stund, Herr, stelle mich auf höheren Grund. Sei still mein Herz und bete an, das Werk ist schon für dich getan. Auf Golgatha im neuen Bund bist du gestellt auf höheren Grund.
Seit ich dies Heiligtum betrat, ist jeder Weg ein Himmelspfad. Sonst war mein Fuß stets matt und wund, jetzt wandelt er auf höherem Grund. O Gott, wie selig bin ich jetzt, ich bin ins Himmelreich versetzt. Ja, Geist und Seele sind gesund, du stelltest mich auf höherem Grund. Und einst am Ende meiner Bahn wird mir der Himmel aufgetan. Dann schaue ich dich in Herrlichkeit auf höherem Grund alle Zeit. Nach dir verlangt mein Herz, zieh mich, Herr Jesus, himmelwärts. Nur so wird Geist und Sinn gesund, Herr, stelle mich auf höherem Grund. Zum Himmel empor schauten die Korinther nicht. Sie haben um sich auf Erden herumgeschaut. Sie fühlten sich auf irgendeine Art und Weise unrecht behandelt und gingen vor den Ungläubigen zum Gericht. Was kann mehr irdisch sein als das? Es ist schon schlimm genug, die Gemeinde zu zerspalten und zu zerteilen, weil man fleischlich ist. Und hinter die Leute den Rücken zu reden und ziehen die Leute auf ihre Seiten. Weißt du, wenn man etwas sagt wegen dich oder gegen dich oder du meinst das ist Lästern. Aber wenn du das machst, ist es nicht. Lästern laut Duden ist, wenn du was sagst gegen einen anderen Mensch, um dich besser zu stellen. Laut Duden, mir wurscht, was du denkst. Und sonst ein Mensch. Amen, Halleluja. Weil das ist, wie man die Gemeinde spaltet. Und es ging sogar schlimmer als das. Die gingen vom Gericht. Was kann mehr Irdischen? Was kann mehr Böses sein? Es ist schon schlimm genug, wenn die machen mal Parteien in der Gemeinde. Gegen diesen und den nächsten. Nun, es geht aber weiter. Aber jetzt sehen wir, Vers 9 bis 20, hören gut. Jetzt sehen wir, wo wir hinschauen sollen, zu wem wir schauen sollen, was wir tun sollen. So schauen wir höherer Grund an. Nur, Vers 9 und 10 haben wir die Ungerechte. Ich werde das noch einmal lesen, aber steht mal, wisst ihr nicht. Ich muss mal eins sagen, ich habe mal wir haben ein Gespräch, dass das Assi ist. Ich weiß. Oder? Dass das nicht zu den persönlichen, sozialen, guten Manieren ist. Und Schwester Alicia sagt mir, ja, so endet man ein Gespräch, das gar nicht angefangen hat. So, ja, da hast du recht, ich habe nie daran gedacht, aber das stimmt. Und hier sind Sachen, aber die du wissen sollst. Was sollst du wissen? Ja, schau mal, Kapitel 3, Vers 16 ist das erste. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Hey, weißt du mal das? Ja? Hey, wer hat zuletzt in den Frauenkirchen geraucht? Ja? Die Italiener sind richtig gut. Die sind richtig herrlich. Wir haben einen wunderbaren Skateboardlager. You see, der heilige Sankte Johannes des Täufer Basilika.
Wir haben mal probiert Skateboard. Oh, die haben ihren Pfeifen raus und weg. Es ist ein Tempel. So macht man nicht. Man respektiert das. Die Polen sind im Monte Cassino, das war auch eine alte Kloster, sind abgeschlachtet worden im Zweiten Weltkrieg. Die Polen gehen dorthin und pilgern und schauen das an. Aber die gehen in Spaghetti. Und gibst gleich einen Schal, bevor du eintreten darfst. Das ist ein Tempel. Wisst ihr nicht, was es heißt, dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes? Was man damit machen soll? Vers 2 und 3 von Kapitel 6. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Die Heiligen sollen die Welt richten, werden die Welt richten. Und ich soll mal was? Johannes Kapitel 7, Vers 24, was? Ein gerechtes Urteil. Das ist mein Freund. So, wenn jemand gegen den ist, dann bin ich gegen den. Nein. Wenn wir wohnen in wahrhaftig eine parlamentarische Demokratie, oder ich bin ein Besserin gelernt worden, wir sind eine Demokratie, obwohl wenn du hast mal Leute, die dich vertreten, das ist keine richtige Demokratie. Sonst hätten wir D-Mark, oder? Ja, niemand hat abgestimmt, wie viele Flüchtlinge wir aufnehmen. Die werden auch nicht abstimmen, ob man eine Minarett haben darf, wie in der Schweiz. So, das ist ein bisschen komisch mit der Demokratie. Aber es ist egal, ob du links bist oder rechts bist. Du hast das Recht zu demonstrieren. Auch wenn ich gegen beide Seiten bin. Die haben das Recht. Wenn ich das Recht habe. Ja? Deswegen ein gerechtes Gericht. So ist das Gesetz. Aber hey, vielleicht ist man ein Null in Geschichte. Und das ist dumm. Aber wer war verboten? Sogar bis 1848 in dem Deutschen Reich. Baptisten. Erneut zuerst verboten, wenn wir fingen an zu verbieten. Ja? Wisst ihr nicht? Vers 3, wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Wie viel mehr über die Dinge des irdischen Lebens? Muss ich nicht viel dazu sagen. Vers 15, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Wir gehören zum Glied Christi. Hey, manchmal, weißt du, ich tue das nicht genug. Weißt du, da hast du mal wahrscheinlich so, ich höre mal einen blöden Spruch immer, man wird älter auf einmal. Ja. Ich stehe auf Beton 6 Stunden und trage jetzt diese blöden Sicherheitsschuhe. Weißt du, was gibt es für auf die Füße? Hornhaut. Und so, die tun weh und ich mag das so wenig, weißt du, ein Apfel esse ich, so ein Fußballer, das fühlt sich gut an. Das ist cool, ja. Gehört nicht nur Hornhaut zum
Körper. Ich muss aber weg. Das hat keinen Nutzen. Es sei nützlich. Vers Nummer 16. Und wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, der ist ein Leib mit ihr. Und hat was seine Hure zu schaffen, man ist ein Leib mit ihr. Wisst ihr das nicht? Vers 19. Und wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott. Ihr seid nicht euer selbst. Ich mache, was ich will mit meinem Leib. Bist du errettet? Ist es deins? Gehört es dir? Hast du die Wahl? Wo kommt das her, Natalie? Hier? Ja? Und Kapitel 9, Vers 24. Wisst ihr nicht, dass die in der Rennbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Preis. Laufet nun so, dass ihr ihn erlangt. Also, wie soll man diesen christlichen Lauf erlaufen? Wie sollen wir gehen? Was sollen wir tun? Was sollen wir den Preis empfangen wollen? Nicht halbherzig. Nun heute Abend in Kapitel 6, was sollen wir wissen, Vers 9? Die Ungerechten, die Leute, vor wem du jetzt vom Gericht gehst. Die Leute, die du nimmst auf deine Seite und suchst, die werden was? Das Reich Gottes nicht ererben. Sie kommen ins Reich Gottes nicht. Und lasst euch nicht verführen. Sagt Roland, 100 Pro. Und es ist 100 Pro. Die Leute, die lassen sich verführen. Gehen wir in Römer, Kapitel 16. Vers 18. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus, sondern ihrem Volke. Und durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Also Menschen werden durch was verführt? Ja, süße Worte und prächtige Reden. Wie geht's dir heute? Das ist so schön. Da muss man nicht so richten. Wir sind alle solche Sünde. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Hast du es schon gehört? Lasset euch nicht verführen. Ungerechte, sie werden das Reich Gottes nicht ererben. Und die Verführung war damals und ist auch heute. Gerecht. Hure. Steht's da? Ja? Hure. Ich kann mich noch erinnern. Es ging über Donald Trump. Nein, er sagte, ich will keinen Hure im Weißen Haus haben. Sagen, haben wir schon gehabt. Bill Clinton, John F. Kennedy, Franklin Delano Roosevelt. Und du sagst noch etwas gegen liberale Demokraten. So, der einzige Republikaner, den ich weiß ganz genau, das ist Dwight Eisenhower. Aber das hat er gemacht, als er General war in Europa, hat er seine Matrosen gehabt. Durfte nicht nach Amerika. Ja, ich hole mal nicht als Präsident an, haben wir schon gehabt. Ja?
Und Donald Trump gehört darunter. Ja? Weißt du, hey, Höherer ist Höherer, egal wer das ist. Ja? Es ist das Beste, wenn du gerecht bist. Ja? Ich nenne nicht den Namen, aber ich kenne ein paar Baptisten-Predigern. Und Brother Danny Farley sagte, es gibt so ein paar, die müssen unbedingt ein Hotelzimmer haben, wenn die kommen und predigen. Und sagen mal, weil sie haben ihre Freundin. Und ich mag's nicht. Warum? Sagte er. So, das ist mal böse. Hey, egal wo das ist. Es tut mir sehr leid, wenn es deine Freunde waren. Und nicht meiner. Das ist das Schlimmste. Muss es sein. Götzendiener. Ja, vielleicht sind die ready und die mussten mal ein bisschen Hilfe brauchen. Brauchen die nicht. Ehebrecher. Weißt du, das ist dann, naja, ungefähr das gleiche wie Höherer, aber Höherer muss nicht unbedingt verheiratet sein, obwohl Ehebrecher auch nicht. Weichlinge. Was sind wir heute? Ja? Was haben wir hier? War das mit Bill O'Reilly, wo wir das über den Nürnberger Prozessen war ein bisschen drin? Ich weiß nicht welches Buch. Ich habe irgendetwas gehört und geguckt über die Nürnberger Prozessen. Weiß ich nicht mehr so. Aber es stand da nicht. Aber eine von den großen Sachen war, die preußische Mentalität in Deutschland zu zerstören. Das heißt, der Mann. Da ist es. Und der eine sagte mir, und ich kann mir mal das vorstellen, dass nachdem sie von Russland gekommen sind, waren die keine Männer mehr. Und die Frauen, die mussten die ganzen Männersachen machen, damit sie durchkommen. Wir leben nicht in einer Zeit Männer, sondern Weiblinge. Knabenschänder. Ich möchte mal nicht darüber gehen, aber es ist wirklich, was die Griechen dort betrieben haben, furchtbar. Die ganze Philosophen. Und ich fand es ganz interessant, da gab es so einer, der war ein Coach bei Penn State University, der sitzt im Knast heute, rechts so wegen das. Und oh, wie schlimm das ist, und es ist schlimm. Aber die haben mal ein Moral auf einer Wand. Und allerlei griechische Philosophen, und da war er drauf. Das ist die Leute, die verherrlichen, Knabenschänder. Und jetzt verurteilen sie, das ist interessant. Diebe. Sehr vieles von diesem Zeuge gingen über Diebe. Die haben was von mir geklaut. Und weißt du was? Diebe kommen nicht ins Reich Gottes. Trunkenbolde. Nun, ich muss mal ehrlich sagen, ich könnte mich ein besseren belehrt sein, aber ich kann mir vorstellen, der Unterschied zwischen einem Trunkenbold und einem Säufer ist der Trunkenbold bestimmt nur in die Worte, aber wie ich sagte, man müsste es in Duden oder sowas anschauen. Ich würde mal sagen, da ist der Mensch, der sich rühmt dabei. In seiner Sauferei. Lästerer. Läster mich sagte, steht ziemlich schwarz auf weiß, was Läster ist.
Räuber. Das wollen die was mit Gewalt denn nehmen. Lasst euch nicht verführen. Das sind ungerecht. Nicht vom Gericht. Du brauchst solche Leute nicht auf deiner Seite. Haben wir das Böses gemacht, weißt du was, wenn du hast solche Leute dabei, weißt du, du sollst du mal was, ein Geldbeutel schützen, oh nein, meines dorthin. Das passt mal sehr gut auf, wer dorthin geht. Ja? Sollst du mal deine Frau beschützen, sollst du mal deine Tochter beschützen. Und weißt du, die haben das sogar in Deutschland dort rausgebracht in der Zeitung, dieser Prozess mit dem Richter. Sie haben ein Problem. Angeblich vergewaltigt war. Wo war ihr Vater? Hat sie einen Vater? 15 Jahre alt und besoffen auf Partys? Weißt du, wo ich denn hier zur Armee ging, die haben mal alles auf 21 gemacht in New Jersey. In ganz Amerika, dass man nicht mehr trinken kann. Eigentlich in der Zeit war es auf 21. Leute, wo ich 15, 16 war, der was gekauft. Aber ich kannte niemanden, der 21 war. 18-Jährigen, aber nicht 21-Jährigen, das war der Grund dafür. Weißt du, jemand ging in eine Kneipe, mein Bruder ging, ich will mal die rausholen, und sag mal, nee, kannst mal nicht. Diese Aktien dort drinnen, rufe ich mal jetzt die Polizei oder hole ich die selber raus? Bitte schön. Der Türsteher darf es nicht sein. Wo war so eine Person bei dieser Frau? Du kannst mal deine Tochter nicht, sollst deine Tochter beschützen. Das ist mein Dienststelle als Vater. Und wenn das Schlimmste ist, wenn du das mal nicht, du sollst sogar deine Jungs beschützen. Weißt du nicht? Ob Christine das noch merkt, kann man noch ein bisschen besser merken manchmal. In Philadelphia, oh, ich muss mal aufs Klo. Nein! Wir begleiten dich bis zum Klo und dann jemand anderes bis innen drin. Ja? Und wissen, wie es ist. In Philadelphia. Da gab es noch einen alten Freund von mir, der wurde $5 von mir. Und sagte, hey, alter Kumpel. Sag, ja, Kumpel, wie geht's? Ja, Menschenskinder, sag, 5 für mich. Sag, Menschenskinder, das ist so lange, seitdem wir einander gesehen haben. Ich habe 5 Kinder, ich brauche aber 5 von dir. Und der haute ab. Und mein Bruder sagt, kannst du ihn? Sag mal, der kennt mich nicht mehr so richtig. Ich habe ihn nicht gekannt Leben. Ja, so musste man mit den Leuten umgehen, aber wenn es kommt zum... Hey, sind die Ungerechten. Und ihr müsst mal hören, hey, das ist nicht Leute, die ins Reich Gottes kommen. Und das ist in deinem Leben, deswegen gibt es eine Pustbank. Niemand hier kann sagen, das weiß ich nicht. Vielleicht die Korinther,
Aber die waren richtig in einer gottlosen Gesellschaft. Niemand hier kann das sagen. Man kann sich verführen lassen und lasst euch nicht verführen. Süße Worte und prächtige Reden. Vers Nummer 11. Da haben wir die Ungerechten, Vers 9 und 10. Vers 11 haben wir die Umwandlung. Also, und solche sind etliche von euch gewesen. Die Vergangenheit der Korinther, eine Umwandlung. Herrlich, wunderbar. Weißt du, und das ist so herrlich. Ich muss mal ehrlich sagen, da gibt es nur eine. Nur eine, der wahrhaftig die Leichen aus deinem Keller holt und sagt nichts. Und alle Leichen in deinem Keller sind erledigt. Und das ist der Herr, der Herr Jesus Christus. Und er macht es durch seine herrliche, wunderbare Name. Das macht er. Alle Leichen werden geräumt. Und die Menschen, die können mal sagen, was die wollen. Die können mal graben, wie die wollen. Die können mal finden, was sie wollen. Wie damals bei mir. Ich im Sinne hier an den einen Abend. So, ich auch. Und dann ich gucke mal Gott dort oben. Hä? Ich weiß nicht davon. Ich wusste, sie wusste. Das Blut Christi weiß nicht. Das ist was Gutes. Das ist was Herrliches. Ehrlich gesagt, du siehst in dieser politischen, ich lese darüber, über Hexenjagd. In Deutschland von PM History ist es ein bisschen komisch. Ne? Heißt, Würzburg war es gar nicht groß. Die haben richtig dort Hexen gejagt. Ne? Ja, das war, wo der 3. Infanteriedivision war, der Marne Bulldog. Ja, das ist, wo er stand. Diese Bulldog-Schnitz. Dann war ein Marne Bulldog. Ja, muss ich einmal ein Bild zeigen von einem Marne Bulldog. Das war keine echte, aber es kann sein, die haben jetzt eine echte, aber die sind in Georgia. Das, was die jetzt machen, ist das Gleiche. Finde mal Leichen, hey, was ist das? Ey, wer weiß, dass eine von den großen Familien, Senatoren und Lieblings von Deutschen und allerlei Leute, der ist jetzt tot und in der Hölle. Er fuhr besoffen über eine Brücke, tötete seine Freundin, obwohl er schon verheiratet war. Ließ sie, obwohl die alle Rettungsschwimmer waren, ließ sie im Auto. Einen Tag später haben die erste Polizei gemeldet und blieb in der US-Senat, bis er starb. Edward Kennedy, der jüngste Sohn in den Kennedy-Clan, der Bruder von John F. Kennedy. Aber das ist okay. Ja? Menschen suchen Leichen im Keller und die gibt's. Skeletons in your closet. He's doing one-to-one. That's okay, he doesn't know. It's not okay. That's no problem. There's a lot of bones rattling around in people's closets. And God, he gets rid of them all. But ihr seid was? Abgewaschen. Offenbarung Kapitel 1, Vers Nummer 5. Von Jesus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und der fürste Könige auf Erden, ihm, der uns geliebt hat und uns gewaschen von unseren Sünden mit seinem Blut. Er hat uns abgewaschen mit was? Mit seinem Blut. Und jetzt sind wir was? Weißer als Schnee. Aber ihr seid was? Nicht nur abgewaschen, ihr seid geheiligt. 26,
Vers Nummer 18. Apostelgeschichte 26, Vers 18. Ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und dann von der Gewalt des Satans zu Gott, so empfangen Vergebung der Sünde und das Erbe unter denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Also wir sind geheiligt durch den Glauben an ihn. Wir sind was? Abgesondert. Wir gehören ihm. Wir haben mal was abgesondert, um ein Erbe zu empfangen. Diese gleichen Kennedys, die waren geheiligt, abgesondert. Es stand in das Testament von Joseph Kennedy, wenn jeder von seinen Kindern 45 wird, bekommen sie 10 Millionen. Das geht so. Ja? Damals war das vielleicht ein bisschen mehr als heute, aber ich würde es auch heute annehmen. Ja? Nicht alle haben 45 geschafft. Sehr. Nicht alle. Aber das ist, was ihr Erbe war, weil sie waren Kinder von Joseph Patrick Kennedy. Und er hat durch allerlei Lüge und Betrug Geld bekommen. Ja? Und du denkst mal, Geld ist gut? Naja, erlange das durch Lüge und Betrug und lese mal, egal wer das geschrieben hat. Die Tragödie der Kennedy-Familie. Was für Unglück da ist. Ich würde mal lieber das Erbe an denen, die geheiligt sind in Christus Jesus. Ich bin geheiligt und gerechtfertigt worden. Nun, muss man ehrlich sagen, das sind wahrscheinlich, du darfst in Deutschland ein Polizist, und ein Außenminister sein, nicht wahr? Aber ich kann mir mal vorstellen, ich weiß nicht, ob er Außenminister war in Österreich oder sowas, er hat gesagt, dass wir können sogar hier im Lande in Österreich keine ordentliche Arbeitspolitik, wie sie im Dritten Reich hatten. Die waren böse auf ihn. Ich denke nicht, dass er meinte Arbeitslagern. Was auch gegeben hat und alles, ne? Aber du darfst mal nicht die Richtung gehen. Das ist verboten. Aber ich muss mal eins sagen, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden. Weißt du, von was du nicht gerechtfertigt werden kannst? Nichts. Durch den Namen seines Sohnes rechtfertigt alles. Das Einzige, was das Problem ist, wo er sagt, das ist Sünde. So, nee. Du musst mal nicht glauben. Brauche ich nicht. Aber es gibt Hoffnung. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet worden. Will ich nicht. Dann gibt es keine Vergebung. Lest es gegen den Heiligen Geist. Da gibt es dann keine Vergebung. Das ist das Einzige, was es nicht gibt. Aber das ist, wo man noch bei den Ungerechten ist. Nicht bei dem, solche sind etliche von euch gewesen. Ja? Du bist noch nicht bei einer Umwandlung. Gehen wir in Apostelgeschichte 13, 38 und 39. So sei euch nun kund, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden gepredigt wird. Von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht konntet gerechtfertigt werden, ist in diesem jeder, der glaubt, gerechtfertigt. Jeder, der glaubt, sogar es gab es für Mord als Sündopfer. Dich.
das war nicht gerade das Beste. Ehebruch, das Gleiche. Konnten mal viel opfern, aber nicht für die zwei Sachen gab es nicht. Und Gott zeigte bei David im Voraus, was er machen wird. Durch allen, der an ihn glaubt, er ist gerechtfertigt worden in Gottes Augen. Weißt du, es ist heute Abend, als ob ich nie gesündigt habe. In Gottes Augen. Es ist ein Gerichtsprozess stattgefunden. Weißt du, nun englisches Recht. Ja, die haben mal irgendwie, ich habe das nicht so wie mit diesem Double Jeopardy, aber hier, englisches Recht, amerikanisches Recht, es basiert sich auch darauf. Weißt du bist freigesprochen, du kannst nachher sagen, ich hab's doch getan. Und du wirst nicht wieder vom Gericht gebracht. Recht. Das ist noch Gottes Recht. Weißt du, wer für mich gerichtet worden ist? Der Herr. Und es wird nicht zweimal gerichtet. Ich muss nicht dafür bezahlen, was er bezahlt hat. Ja? Gerechtfertigt. Wodurch? Der Name Christi. Was er getan hat. Der Geist unseres Gottes. Hier sind wir auf höhere Grund gestellt worden. Hier sollen wir zurückschauen und dankbar sein. Ehre sei dem Herrn. Eine Umwandlung ist stattgefunden. Ich gehöre nicht mehr zu den Ungerechten. Ich bin umwandelt. Ich gehöre jetzt zu den Heiligen. Und Vers 12 bis 14. Jetzt geht's noch höher. Jetzt gehen wir dorthin, wo sehr wenig hingehen. Wir haben Vers 12 bis 14 die Überlassung. Such dein U in Gottes Überlassung. Was heißt denn das? Ja, das ist sehr schwer. Ich weiß nicht, ob die nächsten zwei Worte, das versteht man oder nicht, weil die sind so fremd. Willst du aber probieren, willst du aber doch hören? Vielleicht will jemand auf euren Grund. Möchte jemand auf euren Grund? Ja. Weißt du, was Überlassung heißt? Abgeben. Vers 1 bis 8. Ich habe aber doch recht. Ich kann das nicht einfach über mich gehen lassen. Überlassen. Verzichten. Abgeben mein Recht. Hier sind wir auf Besseres gesinnt, nicht auf der Treiber dieser Welt. Hast du doch recht, das kannst du das nicht dir erlauben. Nun guck mal da, gehen wir wieder in 1. Korinther, Kapitel 6, falls du nicht da bist. Alles ist mir erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nicht gefangen nehmen. Die Frage ist nicht, darf ich, sondern ist es nützlich? Ist das nützlich? Nicht, ob ich das darf, ob es nützlich ist. Die Frage ist nicht, ich darf das, aber wird es mich gefangen nehmen? Erinnern, da war so ein Mädel hier. Und ich habe mal gesehen, naja, die Leute, die gehen nach der Welt, auch wenn die aus Gemeinden kommen. Und man hat ein bisschen schlecht über die gesprochen und nach einer Weile, wir beten und haben ein paar Gespräche und sowas. Das hat auch wieder gesagt, okay, noch 10 Tage, wie dann, ja.
sie hat die unzüchtige Kleider abgelegt. Und die Frau, die dich so beschimpft hat, kam in türkische Hose vorbei. Es ist doch nicht schlecht, Hosen zu tragen. Was bezweckte sie das erste Mal bei der Kritik und das zweite Mal? Ich darf das. Leider war nicht auf höherem Grund. Dachte, sie war auf höherem Wissen, aber war es nicht. Ja? Wird es mich gefangen nehmen? Hier ist eine Sache, nur denen, die auf höherem Grund sind, stellen diese Frage. Weil der Egoist, ich darf das, es ist erlaubt, ich kann's, es ist nicht bloß, aber es ist nützlich. Nimmt es mich gefangen? Ich habe das schon mehrmals gesagt. Hast du je deine Augen zugemacht zum Beten? Und wie bei mir, Schachzüge kamen vor? Ich spielte Schach zu viel. Es nimmt dich gefangen. 13a, wozu haben wir Speise? Die Speise im Bauch und im Bauch den Speisen. Wozu sind die Speisen? Wo denn? Bauch. Ja? Dein Leib. Und Gott wird diese und jene zunichte machen, der Leib aber nicht der Höherer, sondern den Herrn und der Herr dem Leibe. Hey, wozu ist denn dein Leib? Hey, die Speisen sind dein Leib, dein Bauch, dein Körper zu pflegen, damit du was machen kannst. Und wem gehört dein Leib? Zu wem ist dein Leib? Du bist auf höheren Grund jetzt, du bist umwandelt, überlassen. Wem gehört dein Leib? Den Herrn. Aber du musst es ihm geben. Weil, hey. Es machte damals den Herrn und will mit uns machen. Jetzt nicht mehr Gefangenschaft, sondern frei im Dienst des Herrn. Ich überlasse das, ich verzichte, gebe meine Rechte einfach ab. Ich muss nicht, ich bin erlöst, ich bin berufen zum höheren Grund. Deswegen kann ich verzichten. Es gibt was Besseres. Und das ist, wo wir hin sollen. Vers 15 bis 20 haben wir was? Die Übergabe. Nun, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Was ist ein Leib? Was ist unser Leib? Ein Glied? Wie ist das geworden? 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leibe getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Knechte oder Freie und sind alle in einem Geist getränkt. Durch den Geist Gottes sind wir in den Leib Christi getauft worden. Das hat nichts mit Wasser zu tun. Kannst du mal vorher 5 Kapitel und nachher 5 Kapitel und gucken mal, wie viel Wasser dort in der Umgebung ist. Du bist was? Getauft, hineingetaucht in den Leib Christi. Gehörst ihm. Ja. Nun. Seine Frage war, wisst ihr nicht? Weißt du das? Weißt du das? Nun, bevor man die freche Ich weiß hat, steht schwarz auf weiß, was eine Auswirkung hat. Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Glieder einer Horde daraus machen? Soll ich mich eins machen mit einer Hure?
Ich finde das interessant. Jedes Mal, das wird unterstrichen. Die meinen, das Wort gibt's nicht, aber das Wort gibt's. Wenn du ein R drauf machst. Der Mann. Ja? Ich sage immer, alle gibt's nicht. Gib. Na, die Bibel sagt, es gibt. Ja? Dass es gibt. Nun, wir haben einen Vergleich, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, der ist ein Leib in ihr. Es werden spricht er, die zwei ein Fleisch sein. Nun, das zweite Teil da. Worüber geht das? Geht über der Herr. Es kommt von 1. Mose. Der Herr Jesus hat das dann zitiert, was die Ehe ist. Zwei werden ein Fleisch sein. Man hängt sich eine Hure, und was ist man mit der? Ein Fleisch, das ist das Vergleich. Hey, kann das? Gibt sowas? Was geschieht in der Hurerei, Vers 17? Hier, ich denke, ich bin beim Vers 18. Ne? Eigentlich, wer dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Und wer die Hure anhängt, ist was? Eins mit ihr, mit ihm. Hey, muss nicht Hurerei zu betreiben, wenn das denn deine Gedanken sind. Das, was du guckst im Fernsehen. YouTube ist auch Fernsehen. Auf dem Computer. Und ich muss das mal, ehrlich gesagt, ja, ich muss das dann noch auf dem Tablet, auf dem Handy, ja, weißt du, nein, ist ein merkwürdig ein Computer, weißt du nicht, ne? Weil du wirst mal sehen, auf ein paar PC und eine blöde Bezeichnung weg. Weil sie ein Fleisch sind, eine Hure oder Höherer. Und kann nicht richtig denken. So besser sein, ein Geist sein mit dem Herrn. Weil, was? Oh, Mensch, das ist aber was Heißes. Hat er das nicht gesagt? Nun, ehrlich gesagt, wenn Chloe nach Hause ist und hat einen Computer und bricht es wird sehr schwer, ihn nicht zu hassen. Es wird sehr viel christliche nächste Liebe raufzubringen und du wirst in Versuchungen und Anfechtungen kommen. Ich auch. Ich hasse den! Was hast du schon begangen in deinem Herz? So, verstehst du, das Fernsehen und Handy ist das Gleiche? Und Schundliteratur, das heißt Liebesroman, Lustromanen, erweckt deine Fantasie und du wirst mal ein Geist mit Hurerei. Das ist, was geschieht. Man muss sich übergeben, da bist du wo? Oder? Wer ist so gut in Deutsch, dass er weiß, was ein Fool ist? Ja? Ja, aber das ist das, was in den Dörfern waren. Und die ganze Unrat und alles kam. Und das ist, wo du bist. Das hat keinen Abfluss, das stimmt. Ja? Das ist, wo man ist. Deswegen hieß das vorige Fool bei Luther.
Das ist der andere berühmte Deutsche. Mein Bruder. Ich werde mal wahrscheinlich denken, ja, was hast denn du und was denkst denn du, weil du das gesagt hast? Gut, dass ich abgewaschen bin. Ja? Hey, die haben mal wirklich, Männer müssen mal aufstehen. Und wenn Leute reden wie Trump da, musst du mal was sagen. Soll ich mal einmal das aufnehmen hier, wie Leute, wenn du was sagst, wie sie sich reagieren? Mal aufnehmen, ne? Als Prediger. Wenn ich als Prediger sage, das ist Höherei, dann bist du zu richten. Ich sage aber was. Vers 18. Was sollen wir denn? Die Höherei flieht die Höherei. Warum? Jeder Mensch, jede Sünde, der Mensch tut, ist außerhalb seiner Seite. Wer aber Höherei treibt, der sündigt gegen seinen eigenen Leib. Warum soll man die Höherei fliehen? Weil man sündigt gegen seinen eigenen Leib. Vers 19 ist, was wir wissen sollen. Das ist die Übergabe. Anstatt uns zu übergeben, die Höherei. Damals groß, heute auch. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer selbst? Nun, mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Hier ist man wirklich auf höherem Grund. Weißt du, jetzt ist die Zeit, wo man die Schuhe abnimmt. Wo man ist auf heiligen Grund. Ich kann das mal machen, ich kann es mir mal nicht sagen. Ihr kennt eine Frau auf höherem Grund. Denkst du, dass sie das mir je gesagt hat? Weiß nicht, ob Michi das richtig so mitgekriegt hat. Alicia hat sie getextet, Lord Michael. Und dann hat sie zurückgetestet, Lady. Ja, weil Sarah war untertänig und hat ihr Mann Herr genannt. Und das ist, wo sie spielte. Ja, nicht als Lord, als in ein Graf und Lady. Aber hey, sagen, es gibt Sachen in Gottes Wort, die Sachen, wer das Sagen hat. Und, weißt du, wenn ich das immer noch einmal drauf habe, weißt du, wer wird denn hier richtig, ja, entweder du machst mal noch freche Gedanken, freche Flüstern, ich weiß das schön. Wie oft muss man das sagen? Bis du das tust. So ist mal nach ihrer Narrheit antworten, oder? Ja? Hey, wir sind nicht unseres. Ehrlich gesagt, weißt du was? Der Jim van Woldenberg, der sagte mal was und das hat mir richtig so. Huh? Ich sag zu meiner Frau und sag mal, Bruder Rick hätte das nicht zu Schwester Alfrede gesagt, das war falsch. Hast du eine gute Meinung von mir? So Menschenskinder? Muss ich mal aufpassen? Weil ich gehöre mir nicht.
jetzt sind wir, okay, auf der, was weißt du? Okay, jetzt bist du hier. Erstens, okay, jetzt spielen wir Asi, okay? Du kannst mal mit erhobener Hand und dann weiß ich, ja, ich gehöre mir selbst, aber ich gehöre doch jemand anderes. Im nächsten Kapitel werden wir das sehen. Nun, okay, jetzt kannst du mal spielen. Wer weiß es? Ich weiß! Ich gehöre meine Frau. Und sie mir. Ich habe das in YouTube gesagt. Ich werde es nochmal sagen. Ja? Ich bin nicht mein, hier ist Höherer Grund. Ich war ungerecht. Die Umwandlung fand statt. Ich habe alles überlassen. Ich gebe mich dem Herrn Jesus bewusst hin. Ich übergebe. Weil ich bin teuer erkauft. Apostelgeschichte 20, Vers 28 sagt, es ist Gottes Blut. Galater 3, Vers 13 sagt, der Herr der Herrlichkeit ist für uns ein Fluch geworden. Das Opfer war sein eigenes Blut. Hebräer Kapitel 9 und Vers Nummer 12. Ja? Ich wünschte mir, dass ich das machen könnte. Genau. Eines Tages. Ich werde mal hoffen, es gibt mehrere Leute, die auch das predigen würden, wie ich das heute Abend gepredigt habe. Aber das kann ich machen, dieses andere Teil nicht. Ich werde das trotzdem machen. Da ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel nach väterlicher Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Weißt du, das Blut Christi. Ich Silber nach Gold konnten. Ich kann das überhaupt nicht. Ich habe mir die ganze Zeit hier das in den Kopf gehabt und gesungen. Ha? Ja, ich wünsche mich, ich wäre Bruder Cody. Ja, und Bruder Danny. Ich hätte mal statt 3,50 gelesen und nicht gesungen. Hätte man das auch jetzt gesungen, aber ich muss mal was nicht machen. Ich weiß nur, dass du kannst viel mit Silber und Gold kaufen, aber nicht Erlösung. Das geht nicht. Du bist immer noch gefangen. Das ist der Hass. Was sollen wir wissen? Was ist unsere Pflicht? Das ist der zweite Teil. Darum so preiset Gott mit eurem Leibe und mit eurem Geiste, welche sind Gottes. Hey, unser Leibe, keine Hurerei. Unser Geist, kein Gedanken darüber. Wir gehören Gott. Wir sollen ihn preisen mit unserem Leibe, mit unserem Geiste. Auch bewusst. Ich kann mich noch entsinnen, wo wir haben dort in Berlesdorf, ich liebe das Lied auch, den Lamm ruht meine Seele. Habe das immer gesungen. Ja, ich kann mal das nicht hören. Weißt du was? Ich habe das und alle meine Sünden hinweggetan. Und Samuel hat immer seine Mutter gefragt, wo sind die hingegangen? Was ist denn geschehen? Meine Singen benutzt, um Samuel zu erwecken. Ist das nicht schön, Samuel? Er fragte, wo? Wo sind die Sünden hinweggegangen? Weil ich darüber gesungen habe. Warum meckern nur meine Kinder? Hey, wir haben das ein bisschen besprochen in der Woche. Ich habe immer die Kinder gesagt, wie reich sie sind, wie gut sie es haben. Ja? Ich hätte niemals gedacht, in 6. Klasse, wir haben ein römisches Fest.
Ja? Ich ging in Roch. Na wirklich, ich war Julius Caesar, ich war der Beste. Ich freue mich, dass niemand ein Bild gemacht hat. Mrs. Petorski, Dave Petorski hat das gemacht. Wir haben jedes Jahr, die 6. Klasse, hat ein römisches Bankett. Fest. Ich war Julius Caesar. Vidi, vidi, vici. Ich kam, ich sah, wie ich siegte. Ja? Ja, die waren alle begeistert. Ich dachte, Mrs. Petorski von Polak. Ja? Und ich dachte niemals im Leben, ich werde diese 3000 Jahre alte Staub sehen. Ja, ich ging mal dorthin. The Ides of March. Et tu, Brute? Hast du das gelernt in der Schule? Et tu, Brute? Du auch, Brutus? Ich aus? Ja, das war sein Kumpel. Bist du auch dabei? Und dort starb er. Oh. Dass ich überhaupt dorthin gehen kann? Ja, hey, ich lernte von Martin Luther in der Bibel und wir guckten das an. Die Gutenberger Bibel. Also ich habe gedacht, hey, ja, das ist sehr gut. Was ihr alles sehen könnt und machen könnt. Ich habe die Kinder einmal gesagt, hey du, ich höre mal hier von der Wolfschanze. Da wollen wir hin. Ja? Und wir sind gegangen. Das war cool. War richtig schön. Und weißt du was? Diese Übergabe findet statt und das muss bewusst sein. Und weißt du was? Oh Gott, wie selig bin ich jetzt. Ich bin ins Himmelreich versetzt. Ja, Geist und Seele sind gesund. Du stelltest mich Hören geht nicht, auch hier im Computer. Ich verstehe das nicht. Ja, aber naja. Das ist, weil die sind dort nicht unten. Das ist, wo die sind. Es tut mir leid, dass du nicht singen kannst. Ja, ich sehe dich dort hinten auf Höherer Grund und das möchtest du. Und das ist, wo du hingehörst. Auf Höherer Grund. Aber wir waren ungerecht. Der kann du umwandeln. Wir überlassen und sagen, oh, ich muss nicht auf mein Recht. Es ist viel besser, dass jemand anderes. Und wirklich ein Mädel gelästigt hat, zusammengeschlagen und alle aufpassen, was man macht. Dass man einen Bruder hat oder einen Vater hat. Und ich muss nicht für mein Reich selber kämpfen, weil da ist, wo die Menschen ihren Probleme haben. Ich überlasse das dem Herrn. Ich übergebe ihm alles. Und oh selig bin ich jetzt. Bist du auf Höherer Grund? Das ist, wo du hingehörst. Das ist, wo Gott dich hinbringen möchte. Weg von den Trägern dieser Welt. 350 im Siegesklingel.